Du bist neu in Warzone oder einfach unzufrieden mit deiner Leistung? Dann erwarten dich hier heute die absoluten Basics, die dich direkt mehr Kills erreichen lassen und vielleicht auch den ersten Win holen lassen. Also bleib unbedingt dran. Viel Spaß! Die mich noch nicht kennen, ich bin der Aimfuchs und auf meinem Kanal dreht sich alles darum, euch zu einem besseren Shooter bzw. Warzone-Spieler zu machen. Über 80% von euch schauen mich aktuell regelmäßig, haben mich aber noch nicht abonniert. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, was ich machen muss, damit ihr mich abonniert, oder ihr abonniert mich jetzt einfach und gebt mir einen Daumen hoch. Und damit gehen wir in die Analyse, Freunde. Und zwar geht es heute um den lieben Game Guru. Wir zocken übrigens auch zusammen und ja, mal schauen, vielleicht machen wir eine Serie draus, dass wir ihn jetzt gemeinsam zu einem besseren Spieler machen, und er hat mir hier netterweise ein Gameplay zur Verfügung gestellt, in dem wir jetzt mal reingehen, was ich jetzt analysiere, und wir schauen mal, was für Tipps wir geben können. Und ja, also er springt hier direkt früh raus, es ist eine Solo-Runde auf Area 99 und wir sehen, was für eine Primärwaffe er hier hat. Das ist immer wichtig, das solltet ihr euch sofort anschauen. Und die Regel Nummer 1 ist, den Fallschirm so spät wie möglich ziehen. Das hat er, ich sag mal, ganz gut gemacht. Kann man aber auch noch ein bisschen besser machen, dazu gleich mehr. Denn grundsätzlich würde ich immer empfehlen, eher oben zu landen, auf einer Häusekante. Da bist du im High Ground und du kannst den Fallschirm noch später ziehen. Ich denke mal, ich blende jetzt hier auch mal von mir eine Situation oder von einem Pro eine Situation ein. Das würde ich übrigens öfter machen, um es zu verdeutlichen, was ich meine. Schöner Knock hier, by the way. Ja, wo man ganz klar sieht, wie spät man den Fallschirm ziehen sollte. Wieder ein Gegner. Läufst jetzt relativ viel im Visier, fällt mir hier direkt auf. Dazu sage ich aber gleich nochmal was. Er läuft hier offensichtlich von dir weg. Du läufst bedacht hinterher, ist ja immer die Gefahr des Repeaks, und daher war das eigentlich ganz gut. Was mir aber sofort auffällt, ich meine, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ist die Bewegungsunschärfe. Die würde ich dir auf jeden Fall empfehlen auszustellen. Hier zum Beispiel direkt Stim mitnehmen. Nimm dir immer Stims mit. Da war der Verbandskasten an der Wand. Das sollte so in Fleisch und Blut übergehen, eigentlich die immer zu öffnen. Und du hast nämlich noch keine taktische Ausrüstung. Kannst dem hier in den Rücken fallen. Ja, kannst ihn komplett überraschen. Und auch holen, finishen. Zurück zur Bewegungsunschärfe. Ich weiß gar nicht, auch dass der Kopf sich so viel bewegt. Ich weiß nicht, ob du das auf minimal gestellt hast. Auch das blende ich mal kurz ein. In meinen Einstellungen würde ich dir empfehlen auszustellen, und halt auch die Bewegungsunschärfe aus. Und Field of View haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich weiß, das war mir aber beim ersten Mal auch schon aufgefallen. Du hast nicht 120, sondern 110 oder so. Ja, ist auf jeden Fall auch in Ordnung. Aber du sprachst ja auch immer von dem Visual Recoil Control, und je höher dein FOV ist, sprich 120, desto geringer ist der Effekt des Visual Recoil Controls. Also probier vielleicht auch mal 120 aus. Ich spiele 120, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Hast hier direkt dein Geld gut genutzt, holst dir jetzt dein Lodi. Also soweit schon mal ein sehr guter Start, würde ich sagen. Ne? Also schon 5 Kills, hast jetzt Lodi. Spielst hier die Striker 9, okay. Und die Subverter, okay. Also MW3-Waffen. Da bin ich ehrlich, ich habe selbst noch nicht viele MW3-Waffen gespielt. Ich tue mich da immer schwer. Ich will irgendwie immer die neuen Waffen spielen, aber ich glaube, die sind zum Teil echt nicht schlecht. Also das ist, glaube ich, schon empfehlenswert. Besonders dann, wenn man vielleicht nicht so viel Zeit hat zum Zocken oder gerade prestiged, dann kann man natürlich auch einfach mal auf die anderen Waffen, die man ja dann hat, zurückgreifen. Das Einzige, was ich da spiele, Sniper gegenüber, hast du gesehen, ist die K98K. Die kann ich auch empfehlen, die macht nach wie vor sehr viel Spaß. So, jetzt hast du hier auf jeden Fall ein gutes Early Game gehabt, hast 6 Kills. So, jetzt geht es eigentlich darum, okay, die Minen da zu legen kann man machen, aber jetzt siehst du zum Beispiel oben links auf dem Radar, ist einer vor dir, unter dir. Mal schauen, ob du den jetzt so mitbekommst. Läufst auf jeden Fall schon mal in die Richtung und hörst auch die Steps. Versuchst jetzt viel zu hören. Er ist auf jeden Fall ja unter dir, somit ist der Move schon mal ganz gut. Du scheinst ihn also auch bemerkt zu haben. Oder auch, beziehungsweise auf dem Radar gesehen zu haben. Jetzt siehst du wieder auf dem Radar, wo sie sind. Sie sind hier in dem Tunnel. Die streiten sich zu zweit. Jetzt würde ich mehr Druck machen, noch
schneller pushen. Jetzt läufst du langsam um die Ecke, ist aber auch okay, weil du hast jetzt einen guten Tipp befolgt. Und zwar, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Immer die sogenannte Third Party. Ist natürlich für die Betroffenen unangenehm, aber das gehört dazu. Und wenn man selber in einem Zweikampf ist, sollte man auch immer im Hinterkopf behalten, dass jetzt jemand kommen könnte, was auch der Grund ist, warum ich eigentlich immer sage, in Bewegung bleiben. Sobald man einen Fight gewonnen hat, muss man eigentlich immer schauen, dass man Land gewinnt und nicht an der gleichen Stelle bleibt. Auch hier versuchst du dich ranzusneaken. Der Kollege hört dich offensichtlich nicht. Ah, jetzt doch. Hat einen ganz guten Dropshot gemacht, aber du hast ihn geholt. Was mir auffällt, ist, dass du immer im Aim Downside, also du aimst und gehst immer aimend um die Ecke und du aimst auch eigentlich fast immer. Schöner Kill. Jetzt hast du hier die Waffe gewechselt. Da hättest du bei der alten Waffe bleiben sollen. Meiner Meinung nach hast du auch noch Schuss. Ja, 36 haben wir gerade gesehen. Damit hättest du ihn wahrscheinlich jetzt auch noch gehabt. Aber Kleinigkeit. Auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, du gehst immer aimend, also du aimst erst und dann schießt du. Ich würde dir grundsätzlich empfehlen, fast immer, aus der Hüfte zu schießen. Ja? Auch hier läufst du wieder aimend, also durch das aimend laufen kann man machen, wenn man sich leise bewegen will. Wie hier, das ist gut, das kann man machen. Sieh, jetzt aimst du wieder rein. Ja? Merkst du das? Schade. Du aimst immer und dann schießt du. Ganz wichtig in Call of Duty ist, dass man die First Shots trifft. Weil wenn du die ersten Shots triffst, dann hat der Gegner schon, ich sag mal, diese Visual-Effekte, dass er getroffen wird. Er ist unter Druck, unter Stress. Ne? Und das kannst du auch aus der Hüfte, auch wenn du dann nicht so präzise bist. Aber damit hast du schon mal den Vorteil, ich sag mal, der First Shots, dass der Gegner unter Stress ist. Und während du dann aus der Hüfte schießt, gehst du ins Aim Down Sight und zielst. So, dann ist es oft so, dass man Waffen hat. Du hast jetzt hier ein Visier, wo man kein Visier hat, wo man nur Kim Korn hat. Und da ist es so, gerade als PC-Spieler, Tastatur und Maus, was du ja bist, nice, dass man den Gegner aus den Augen verliert, dass er praktisch hinter der Waffe verschwindet. Und deswegen beobachtet man bei fortgeschrittenen Spielern ganz häufig, sie schießen erstmal aus der Hüfte auf ihn, gehen rein, dann gehen sie wieder raus, wieder rein, wieder raus, wieder rein. Weil der Gegner dann vor ihnen herumtanzt und sie ihn aus dem Fokus verlieren. Deswegen gehen sie wieder raus, um zu gucken, wo ist er, und dann gehen sie wieder rein, ja. Und dann ist das so immer diese Bewegung. Beobachtet man ganz häufig. In BO6 vielleicht tatsächlich ein Stück weniger als früher, weil ich auch das Gefühl habe, dass hier aus der Hüfte man grundsätzlich schlechter trifft als früher. Aber nichtsdestotrotz würde ich den Tipp dir geben. So, den habe ich jetzt ganz ausführlich besprochen. Und wir befinden uns ja hier in dem Modus Wiederauferstehung. Und ich sage ja auch immer, gerade als Anfänger, ihr müsst, das machst du soweit gut, ihr müsst die Konfrontation suchen. Ja, ganz gut reagiert, hier wegkommen. Ihr müsst, schauen wir mal, schade. Movement fehlt mir auch noch ein bisschen, aber da gleich mehr zu. Also ihr müsst jede Konfrontation suchen, also nutzt einfach den Modus der Wiederauferstehung, um zu üben, weil jeder Zweikampf, den ihr habt, egal ob ihr ihn gewinnt oder verliert, macht euch zum besseren Spieler. Ihr müsst, das ist ja auch wieder Thema Game Sense ein Stück weit, also ein Profi oder fortgeschrittene Spieler, die spielen sehr viel. Die haben sozusagen alle Fehler, die man so machen kann, schon des Öfteren gemacht. Und je öfter du die gemacht hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie eben nicht mehr machst, weil du aus der Erfahrung lernst. Übrigens, Thema Game Sense ist ja eigentlich das meist unterschätzte Werkzeug überhaupt in Shootern. Ich verlinke mal hier ein Video von mir, wo ich das genau erläutere. Da geht es einfach darum, dass man die Fehler häufig macht und worauf will ich hinaus? Konfrontationen suchen im Early Game, denn ihr kommt ja wieder. So, jetzt geht es ums Regain. Wenn ihr zurückkommt, geht es natürlich darum, möglichst schnell wieder sein Zeug zu finden, was du ja sehr gut machst. Denn du hast dir gemerkt, dass du zuvor dort gestorben bist aber dann beim nächsten Mal nicht dort gelandet, weil dann ja wahrscheinlich der Gegner das abkämt und auf dich wartet. Jetzt bist du aber nochmal gestorben und gehst dann wieder zurück, wo du dann das vorletzte Mal gestorben bist. Und kannst dich jetzt hier wieder ausrüsten. Das ist jetzt Steps. Auch hier wieder erste Reihen. Hast du das gesehen? In dem Fall war es okay. Aber trotzdem wäre jetzt ich sag mal, ein fortgeschrittener Spieler da um die Ecke gekommen. Erstens wäre der nicht einfach um die Ecke gelaufen, der wäre um die Ecke geslidet.
Er hätte also diesen, ich sag mal, Bewegungs- oder Pika-Advantage-Vorteil gehabt. Wenn du standst still, vorausgesetzt er weiß, dass du da warst. Der Kollege wusste das, glaube ich, gerade nicht. So hatte ich den Eindruck. Aber auch da standst du offen. Ja? Du musst dann, wenn du schon stehen bleibst und etwas abaimst, guck immer, dass du eine Decke in Bezug auf deinen Gegner hast. Also auch ein kleiner Punkt. Und auch da hast du, ja, da kann man das auch machen. Also wenn du natürlich Deckung hast und erwartest da jemanden, dann kannst du auch stehen bleiben und auch schon rein aimen. Ne? Da gilt das dann nicht unbedingt, dass man erst aus der Hüfte schießen muss. Thema Movement. Auch dazu habe ich ja ein Video mal gemacht. Und zwar Movement kommt vor Aim in Warzone. Natürlich nicht immer, aber das ist so eine Faustregel und wo die meisten Anfänger wirklich... Auch hier standst du jetzt wieder offen. Du bist stehen geblieben. Komplett offen. Wenn du irgendwo stehen bleibst, versuch immer eine Deckung zu haben. Movement kommt vor Aim, was die meisten Anfänger total unterschätzen und was dann Knoten im Kopf ist, weil viele kommen von Counter-Strike oder einem anderen Spiel. So, und da muss man erst aimen in der Regel, ja. Aber hier ist es so, du musst erst bewegen, ja, und dann aimen. Guck mal. Oh. Nice. Das erste Mal durch deine Mine gelaufen, ist nichts passiert, beim zweiten Mal ist was passiert. Ja, also versuch wirklich auch einfach mal als Übung, wenn du beschossen wirst, aim oder move erstmal weg und dann aimst du. Oder wenn du Ecken clearst, moven, aimen, ja. Slide canceln. Ich sehe dich nicht slide canceln, 0 bisher. Das musst du in dein Spiel unbedingt einbauen. Slide canceln ist extrem stark, um wegzukommen, um ein schlechtes Ziel zu sein, um Häuser clearen zu können. Ja, du slide cancelst und oder slidest oder slide dropshotst in ja, ein Haus rein. So, jetzt ist hier natürlich auch die Wiederaufstehung beendet. Jetzt geht's darum. Okay. Vielleicht hat er irgendwie einen Arm oder so durch die Wand lupen sehen. Das kann schon mal passieren. Oder er hat gehackt. Ich glaube aber er hat irgendwie, das habe ich auch schon gesehen. Ja. Jetzt gehst du hin und versuchst natürlich auf Win zu spielen. Also auch mein Tipp, ne? Bis die Wiederauferstehung geschlossen ist bei Zone 4, das sieht man ja auch oben links unterhalb des Radars, das steht jetzt deaktiviert. Und das wird einem auch nochmal angesagt. Danach sollte man natürlich strategischer spielen. Man sollte einen Schalter in seinem Kopf umschalten und sagen, okay, ich bin jetzt zuvor überall draufgegangen, habe möglichst viele Konfrontationen gesucht, habe im Optimum schon 12 Kills und gehe jetzt hin und versuche eine sogenannte Power-Position zu finden. Also eine Position, die im Optimum mittig in der Zone ist und vielleicht mit Highground ist. Hier sieht man auch schön, dass du ein Wiederbelebungskit hast. Und zwar fürs Endgame sollte man vorbereitet sein, was du offensichtlich warst. Was solltet ihr im Endgame immer haben? Gasmaske, Wiederbelebungskit und am besten auch die volle taktische Ausrüstung. In dem Fall hast du jetzt 4 Smokes und 4 Minen dabei. Gut, Minen kann man spielen, empfehle ich nicht unbedingt, aber ist natürlich möglich. Und man sollte vielleicht auch eine Drohne oder ein Prezi dabei haben. Man kann ja nicht mehr alles dabei haben, wie zuvor. Also dann tendenziell eher eine Drohne. So, und jetzt bist du ja schon in einer 1 gegen 1 Situation. So schnell kann es gehen. Und jetzt weißt du, eine feindliche Drohne ist im Gebiet. Das siehst du an dem roten Rahmen oben links um dein Radar herum. Das heißt, der weiß jetzt, wo du bist. Somit machst du es gerade eigentlich richtig. Du hörst jetzt erstmal. Hier ist natürlich gefährlich. Hier könnte er theoretisch drin sein. Oder ich habe jetzt vielleicht durch meine Quatscherei was nicht mitbekommen. Aber wie du hier im Aim, Downside, hier reingehst und er wäre jetzt hier drin, dann wärst du ein einfaches Ziel. Immer Slide Cancel oder rein sliden in die Räume. Weil nur so hast du eine Möglichkeit, dann noch zu agieren und überhaupt wegzukommen. So, jetzt ist natürlich... Ich würde mich jetzt hier im Highground wohler fühlen. Er kann jetzt unter dir sein oder über dir sein. Du hast deine Minen genutzt, du hast noch Smokes. Du könntest jetzt beispielsweise irgendeinen Ausgang voll zusmoken und dann über den Highground gehen. Hast auch eine Gasmaske, kannst also einen kleinen Gasplay machen. Hält sich aber erstmal ruhig. Ist eigentlich nicht schlecht. Frage ist, wo er jetzt halt ist, ne? Du hast leider kein Radar oder auch kein Portable Radar. Das hätte dir jetzt extrem weitergeholfen in der Situation. Ich vermute eher, dass er, entweder ist er unten und versucht ein Gasplay zu machen, oder er ist jetzt im Highground, wo du eigentlich sein willst. Es ist jetzt so ein bisschen, wer zeigt sich zuerst? Ich höre Steps. Ich glaube, das müsste über dir sein.
Keine Stims. Ja. Ja, jetzt läuft also auf ein Zonenspiel hinaus. Wer wird zuerst ungeduldig? Du gehst jetzt in den Highground. Das hättest du dann schon früher machen sollen. Wobei natürlich die Gefahr ist, dass er da ist. Ah, schade. So, während wir hier ein weiteres Endgame im Hintergrund vom lieben Fabian uns noch anschauen, denn er hat auch einen ersten Win geholt. Das soll euch auch motivieren da draußen. Solo-Wins, alles möglich, man muss nur dranbleiben. Möchte ich nochmal zusammenfassen, lieber Fabian, was ich dir jetzt konkret empfehlen würde und natürlich auch allen anderen, ich sag mal, da draußen empfehlen würde. Und zwar erstmal das Thema Movement, das fehlt mir noch ein bisschen. Du könntest auf jeden Fall ja, daran arbeiten im Sinne von, dass du das Slide-Canceln erstmal vielleicht mit in dein Gameplay einbaust. Dann vielleicht das Slide-Droppen und das Drop-Shotten. So, das sind so diese 3 Basics. Die würde ich dir empfehlen, einfach vor jedem Mal, wenn du zockst, ein Stück weit 5 bis 10 Minuten offline mit Bots zu trainieren. Du bist ja im Discord. Ich kann dir gerne auch mal zeigen, wie ich das teilweise immer noch mache. Dass man einfach so sein Muscle Memory, ja, seine Bewegungsgewohnheiten in den Fingerbewegungen ja, so weit verinnerlicht, dass man da gar nicht mehr groß drüber nachdenken muss in den stressigen Situationen, wenn man das dann macht. Und da hilft es enorm, das vorher einfach zu trainieren gegen Bots. Kann ich absolut empfehlen. Und für alle anderen da draußen, kommt gerne auch in den Discord-Kanal, beziehungsweise Server. Dort sind wir ja eine kleine Gemeinschaft. Wir helfen euch alle gerne weiter. Wir zocken zusammen und auch ich gebe euch gerne Tipps und analysiere auch gerne euer Gameplay. Ihr müsst mir nur jetzt in die Kommentare schreiben, dass ihr es gerne hättet, dass ich euer Gameplay analysiere und dann den Discord joinen. Da besprechen wir dann alles Weitere. Also Thema Movement, wie gesagt, absolut wichtig. Sind da einfach auch die Basics in Warzone. Dann Aim Down Sight, ne? Also immer erstmal aus der Hüfte schießen, würde ich dir empfehlen. Also nicht immer, aber in aller Regel. Gerade wenn man so in den Raum reinrutscht, da ist einer, dann schießt man aus der Hüfte und geht dann ins Aim Down Sight, dann bewegt der Gegner sich, du verlierst ihn aus dem Auge, man geht wieder raus und geht wieder rein. Ja, das würde ich dir auch an die Hand geben. Und du solltest natürlich jetzt auch dir erstmal realistische Ziele setzen. Du wirst es nicht schaffen, all das gleichzeitig umzusetzen. Zum Beispiel das Slide-Canceln. Also nimmst du dir einfach vor, du trainierst es mit Bots und gehst dann in eine Solo-Runde oder auch Duo oder wie auch immer und nimmst dir dann einfach mal vor, wenn du weißt, da ist ein Gegner, der ist in dem Raum, ich slide jetzt mal in den Raum rein, beziehungsweise Slide-Cancel da rein und gehe dann über in Schießen aus der Hüfte und dann ins Aim Down Sight. Das sind 2 Sachen. Wenn du die schaffst, dann in deinem Spiel zu integrieren, dann wirst du erstmal relativ schnell Erfolge sehen. Du wirst dich freuen, wenn du es schaffst. Und was dich wiederum motiviert, noch besser zu werden. Ansonsten nochmal ein Tipp an alle, gerade für den Anfang. Sucht erst die Konfrontation, spielt Wiederauferstehung. Und wenn die Wiederauferstehung beendet ist, geht hin und spielt strategisch. Was Fabian hier super macht, denn er ist jetzt in einem 1 gegen 1, befindet sich vielleicht nicht in der allerbesten Powerposition, da oben rechts auf dem Dach wäre auch nicht schlecht, aber er geht auch hin und geht dann, wenn ja, die Wiederauferstehung beendet ist und spielt strategisch und sucht sich immer Position in der Mitte der Zone und rotiert frühzeitig, ganz wichtig, sodass man nicht eben unter Druck gerät vom Rand der Zone. Und dafür muss man natürlich auch immer einen Überblick haben und aufs Radar gucken. Und sucht dann die Powerposition. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze hier endet. Macht hier also ein Gasplay, kommt die Granate rein, aber schön direkt auch reagiert und den Stim gezogen für den Fall, dass sie getroffen hätte und kann ihn holen aus der Zone heraus. Also schön Geduld gehabt. Und schönes Ende. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Vielleicht habe ich ja auch was falsch interpretiert. Ich mache auch nicht alles richtig. Auch ich bin nur ein Mensch. Und wenn ihr mal analysiert werden wollt, dann schreibt das jetzt auch gerne in die Kommentare. Gebt einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und wenn ihr wissen wollt, was das wahre Geheimnis der Pros ist, warum die so gut sind, dann schaut euch jetzt unbedingt dieses Video an.